Heute stelle ich euch ein Private der 1st Infantry Division dar, 1965 in Südvietnam. Kurzer geschichtlicher Abriss. Nach einem fingierten Angriff auf ein Schiff der Marines an den Küsten von Nordvietnam marschierte die US Army und die US Marines im Jahr 1965 in Südvietnam ein, um dort die Regierung zu unterstützen, die US-freundlich gesinnt war, und die Lage zu sichern. Die 1st Infantry Division landete im Juli 1965 an der Küste an, in LCUs, und trugen so eine Ausrüstung. Wir haben hier den klassischen M1 Stahlhelm in der Variante, wie es ihn schon seit dem Koreakrieg gab. Ein Helmbezug im Mitchell-Pattern. Dieses Tarnmuster tauchte zum ersten Mal 1953 beim USMC in Form von Zeltbahnen auf. Und das hat sich dort so gut bewährt, dass es dann als Wendehelmbezug, wie man auf der Innenseite sehen kann, übernommen wurde. Die zweite Hälfte des Helmes ist ein Liner, der sowohl den Helmbezug festhält, nur durch Druck, und auch gleichzeitig dem Kopf seinen Halt bietet. Ein kleiner Funfact bei dem: Das ist eine Mischung aus Harz, Baumwolle, Druck und Hitze. Und damit besteht der Liner aus demselben Material wie die Karosserieteile eines Trabant aus dem Sachsenring. Als Uniform haben wir die M64 Tropical Combat Uniform. Die gab es in 3 Varianten. Umgangssprachlich nennt man sie die First Pattern. Zu dem Zeitpunkt wusste man noch natürlich nicht, dass es mehrere Patterns gab, deswegen so nur der normale Name. Die erkennt man an den Punkten, dass sie zum Beispiel noch keinen Ripstop hat, sondern glatte Fläche und offenliegende Knöpfe. An der Uniform waren die Aufnäher noch sehr farbenfroh. Wie man bei den Dienstgradrängen sehen kann, bei der Einheit, bei dem US Army Schriftzug und vor allem bei dem weißen Namensschild. Dass sich das natürlich im Dschungelkampf nicht allzu gut bewährt, hat man wenige Jahre später dann schon umgesetzt. Das habt ihr in unserem vorherigen Video gesehen. Das war zum Beispiel gerade ein Trabant, der Gevatter vom Helminliner. Als Weste haben wir hier eine M1956 Webbing Koppel. Diese Koppel besteht aus einem Lochgürtel, Haartragegestell. Hier oben haben wir eine Tasche, die sowohl für einen Kompass, aber primär natürlich für Verbandsmaterial verwendet wurde, für eine einfache Mullbinde. Vorne haben wir die Universal Ammo Pouches für die M14 Magazine, und am Rücken haben wir das Buttpack mit je auf jeder Seite eine befestigte Feldflasche in der Tasche. Ich muss aus eigener Erfahrung sagen, das trägt sich so nicht sehr gut, schlackert wie verrückt. Man hat aus diesem Grund sicherlich auch aus eigener Erfahrung dann später selbst die Feldflaschen direkt an die Koppel befestigt. Aber was soll man machen? So sind die Jungs damals an Land gegangen. Als Schuhwerk haben wir wieder die einfachen Jungle Boots, zu denen ist, glaube ich, schon bereits genug durch Eike gesagt worden. Als Bewaffnung haben wir das M14 im Kaliber 7,62 x 51, auch bekannt als 308. Diese Waffe ist gleichzeitig mit dem M1956 Webbing eingeführt worden als Nachfolger vom M1 Garand, was bis zu diesem Zeitpunkt das Standardgewehr der US Army war. Daher kommt auch eine hohe Ähnlichkeit mit dem M1 Garand, weil die sich technisch unheimlich ähnlich sind. Aber verbessert durch das herausnehmbare Magazin. Man muss aber dazu sagen, diese Waffe war schon nicht mehr auf dem besten Stand. Andere Truppen, die gingen bereits mit dem M16E1 in den Krieg. Die Big Red One, die waren noch mit dem M14 ausgestattet. Und was man auch noch sagen muss, andere Armeen auf der Welt führten zu dieser Zeit bereits schon über mehrere Jahre das FN Fall. Hat schon seinen Grund, dass diese Einheit mit die letzten waren, die diese Waffe noch an der Front getragen haben. Man hat sie später noch als Marksman Rifle gesehen. Wenn euch das gefallen hat, dann lasst es uns in den Kommentaren wissen. Es folgen noch viele weitere Videos zu dem Thema. Wir freuen uns darauf, euch wiederzusehen. Bis zum nächsten Mal.